Was? Über 30 Grad die ganze Woche. Da muss sofort ein erfrischendes Erfrischungsvideo her. Ja, so einen Sommer haben wir uns gewünscht und jetzt haben wir ihn auch. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die Tiere ein bisschen erfrischen können. Und deswegen machen wir heute mal Pferdeeis. Und schwupp sind alle Zutaten hier. Was brauchen wir? Als erstes mal ein Behältnis. Und hier habe ich diese Plastikbecher, die eignen sich da eigentlich ganz gut. Hier ist nur wichtig, dass sie von der Höhe dann auch in den Gefrierschrank reinpassen. Weil kippen können wir sie später nicht, sonst laufen sie aus. Als zweites habe ich hier noch eine Schnur. Das sehen wir gleich, für was wir die brauchen. Dann habe ich ein bisschen Apfelsaft, normales Wasser, das habe ich jetzt drin vergessen. Dann Äpfelchen und Bananen oder was eure Hotties eben gerne mögen. Zubereitung total einfach. Äpfelchen nehmen, davor waschen und dann in kleine Stücke schneiden. Genauso die Banane, davor schälen und in kleine Stücke schneiden. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte dann das Pferdeeis irgendwo in den Baum hängen. Also müssen wir jetzt schon irgendwie eine Schnur mit reinbekommen, die dann mit einfriert. Und da habe ich hier so eine Schnur, die man für die Küche verwendet. Das heißt also, die ist nicht giftig oder so. Und die müssen wir jetzt hier mit dem Apfel ein bisschen beschweren. Da mache ich jetzt hier gerade ein kleines Loch rein, dass ich die hier durchbekomme. Einmal hier durch. Möglichst nicht anknoten, weil wenn die Pferde es dann fressen, soll die Schnur dann von alleine dann wieder abgehen. Also einmal durch für die Beschwerung. Und dann legt man das genau so jetzt hier in den Becher. Und jetzt geht es weiter, jetzt wird gefüllt. Machen wir ein bisschen Banänchen rein, mit ein bisschen Apfel, ein bisschen Banänchen, bisschen Apfel und so weiter, bis der Becher voll ist oder ziemlich voll ist zumindest. Und immer schauen, dass die Schnur möglichst gerade ist, damit man es dann auch gescheit aufhängen kann. Das war bis jetzt nicht schwer. So, füllen will ich das Ganze mit Apfelsaft. Einfach Apfelsaft nehmen, bisschen reinschütten, dass es dann auch ein bisschen süß schmeckt. Und ungefähr die Hälfte mit Wasser auffüllen. Da habe ich jetzt ganz normales Leitungswasser, habe es hier nur in die Flasche getan, damit ich es besser einschenken kann. Macht es am besten nicht ganz so voll, dann gibt es am Schluss nicht so viel Sauerei im Kühlschrank. So soll das Ganze dann aussehen. Ich kann es jetzt ganz schlecht kippen. Die Schnur schaut oben raus. Die könnt ihr dann ablenken, wie ihr so ungefähr benötigt. Muss mal gucken, wie hoch die Bäume sind, das weiß ich noch nicht. Lassen wir es einfach noch ein bisschen länger. So, und der Rest ist Fleißarbeit. Ich will jetzt also für jedes Pferd eins machen, also insgesamt 4 Stück. Und die bringen wir dann gleich ins Gefrierfach. So, Eisexpress fast am Kühlschrank, jetzt nur noch reinbringen. Wir haben hier einen so mit Schubladen und da kann man die schön nach oben reinstellen. Mit der Schnur ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht verknotet. Und vorsichtig wieder reinschieben. Und Klappe zu. Und jetzt dauert es eine ganze Weile. Warten wir mal ab, vielleicht so 4-5 Stunden. Und dann können wir das Eis rausholen. Und in der Zwischenzeit können wir ja noch was anderes machen. Mein super altes Motorrad leistet momentan echt super Dienste. Weil so sparen wir uns, wenn wir die Pferde hochbringen bzw. runterbringen, immer einen Weg. Das heißt, morgens werden sie hochgebracht, die Maschine steht schon oben, dann fahren wir wieder runter, abends fahren wir wieder hoch und dann bleibt die Maschine oben und die Pferde nach unten. Ich muss gerade lachen, weil hier kommt gerade die Entenfraktion und die wollen jetzt unbedingt ein Würmchen fressen. Wir wollen ein Würmchen, also bekommen sie jetzt auch gleich. Wenn dann natürlich so laut demonstriert wird, das geht nicht. Ja, besser jetzt, gell? Ja, ist besser. Da ja dieses Jahr insektenmäßig wirklich ein richtig schlimmes Jahr ist, wir hatten es ja schon drüber, von wegen, was man am besten sprüht und so weiter, habe ich jetzt auch für Neige eine Insektendecke gekauft und Anja auch für den Piet. Und wir waren dann schon früh morgens, bevor die ersten Bremsen aufgewacht sind, mit diesen Decken mal ausreiten. Heute nutzen wir mal die frühe Morgenstunde für einen Ausritt.
Weil morgens sind ja bekanntlich die Bremsen und Schnagen und alles, was man beim Ausreiten nicht unbedingt brauchen kann, ja, weniger. Die schlafen da vielleicht noch, keine Ahnung. Ich habe mal Neisch, das haben wir jetzt heute mal ausgetestet. Die hat heute mal hier eine Fliegendecke auf zum Ausreiten. Das wollten wir einfach mal probieren. Und mal schauen, ob das Ganze dann wirklich was bringt oder nicht. Geh mal darüber. Nein, darüber. Da gehst du jetzt rüber. So ist fein. Ja. Beim Piet auch. Hat auch die Decke auf. Nur Neisch ist so extrem empfindlich. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie ein dickeres Insekt um die Ohren fliegt, ist die also richtig am Ausrasten und dann ist das Ausreiten nicht mehr ganz so schön. Also testen wir mal weiter. Ja, und leider ist es dann so extrem windig geworden, dass ich das ganze Material von diesem Ausritt nicht gebrauchen kann, weil man nichts versteht. Aber im Endeffekt war es wirklich relativ gut. Also ich muss sagen, die Insektendecken, die helfen richtig gut. Ist natürlich ein Riesenaufwand mehr, die dann auch noch anzuziehen. Aber der Ausritt war wirklich relativ entspannt dadurch. So, jetzt 6 Stunden später schauen wir doch mal, ob unser Eis schon soweit fertig ist. Aha, gefroren ist es schon mal. Gut, ob es jetzt ganz komplett durchgefroren ist, weiß ich nicht. Aber wir nehmen es jetzt auf alle Fälle mal mit. Ich habe extra so eine kleine Kühltasche. Da kommt das Ganze jetzt mal rein. Und dann fahren wir hoch auf die Sommerkoppel und schauen mal, ob wir unsere Pferdchen erfrischen können. So, alles eingepackt, Schnüre noch mit rein und dann geht's auf. Eiskurier oben angekommen und natürlich stehen die Hotties ganz da oben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier einmal komplett außenrum und dann brauche ich höchstwahrscheinlich auch ein Eis. Einmal komplett außenrum gelaufen, aber gleich am Ziel. Ja, nicht. Hat natürlich schon direkt gehört. Ah, da kommt er. Und die steht hier ganz gemütlich mit Don unterm Apfelbaum. Das ist ja süß. Das ist dein neuer Freund, der Don. Ist das dein neuer Freund? Hallo Mäuslein. Oh, wieder die Mücken so schlimm. Ja, sind die Mücken wieder so schlimm? Oh, jetzt gibt's was Tolles. Jetzt gibt's noch was ganz Tolles. Erst mal staunen. Ja, und so suchen sie sich dann doch hier ihre Plätzchen aus. Hier dann auf der anderen Seite. Und hat man hier so einen Platz gefunden unterm Apfelbaum. Und der eigentliche Unterstand, den ich ja gebaut habe, Naturunterstand, ist ja hier. Und da steht eigentlich mal der Piet mit seiner Bibi drin. So wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Schon mal sehr toll, ne? So, und jetzt bin ich nur mal gespannt, wo wir am besten das Eis hinhängen können. Weil die Neisch, ich glaube, die versteht schon, um was es geht, gell? Eis, Eis, das hört sich lecker an, gell? Keine Ahnung, was es ist, das hört sich aber lecker an. Also, ich muss mal kurz die Tasche aufmachen und dann hängen wir es mal auf. Erfolgreich aufgehängt. Ne, ich gucke nur so ein bisschen komisch. Euer findet den Becher interessanter. Guck mal, Neisch, hier. Guck mal. Neisch. Mischa. Sieht richtig lecker aus. Könnte ich fast selbst dran beißen. Guck mal, Neisch. Nein, das ist der Becher, der ist leer. Was? Der ist leer, der muss nicht ausgeschleckt werden. Guck mal hier. Guck mal hier. Hier. Zurück, zurück. Ne? Zurück, zurück. Weiter, weiter, weiter. Hier, hier, hier. Hier. Guck mal, über dir, über dir. Ja, lecker. Guck mal, ein tolles Eis. Tolles Eis. Das ist doch lecker. Hab ich gut rumgemacht, das ist eine ganz schwarze Schnude. Also hier würde ich sagen, kommt die Erfrischung schon mal sehr gut an. Jetzt werde ich den Peter hinten auch mal an aufhängen. Da muss ich nur schauen, wo ich da dran komme, weil das ist ziemlich hoch alles. Hallo Pete. Hallo Pete. Du kriegst auch ein Eis.
da so hinlegen. Nicht auf die Kamera treten. Nee, nicht auf die Kamera treten. Keine Selbstbedienung. Ist nicht so einfach hier, weil Pete will auch direkt an die Tasche. Guck mal hier. Komm mit. Ja. Guck mal hier. Fein. Das ist doch fein. Ja, das ist doch fein. Ja, fein. Muss dir ein bisschen die Nasen kühlen. Aha. Ja, ich hatte jetzt entdeckt, hier gibt es noch was Besseres. Da sind mehr Bananen drin. Sind mehr Bananen drin. Aber ist das gar nicht so. Die sind alle gleich. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch Bibi davon überzeugen, dass es auch was Tolles ist. Bibi, komm, komm mal her. Bibi, komm, komm mal her. Bibi. Ach, wenn es ums Eis geht, heiße ich auch Bibi. Guck mal, da ist dein Eis. Das ist dein Eis. Guck mal, da sind ein paar Äpfelchen drin. Feine Äpfelchen. Oh, wie toll. Wie toll. Das muss man für Bibi auch noch mal separat aufhängen. Muss ich mal schauen, ob ich da noch ein Plätzchen finde. Und für den Don natürlich auch noch. Also ich schalte euch mal kurz ab und dann komme ich wieder. Bei Don komme ich jetzt gerade unterm Zaun nicht durch, weil da ist Strom drauf. Dem sein Eis gebe ich mir jetzt, wenn ich wieder runter gehe. Und ich finde, es war ein voller Erfolg. Ne? Also alle sind hier am Schlecken und am Machen. Pete hat sonst sogar schon aufgefressen, beziehungsweise zerkleinert. Die Nähe ist hier immer noch am Gange. Und Bibi ist auch total begeistert. Und Don jetzt mit Sicherheit auch gleich. Gehen wir dann gleich nochmal runter. Also ich würde sagen, die Erfrischung ist auf jeden Fall gelungen. So, die Schnüre, die sammle ich wieder ein fürs nächste Mal. Kann man dann wieder verwenden. Und da es ja so extrem warm oder heiß bleiben soll, werden wir das jetzt mit Sicherheit öfters mal wiederholen. Jetzt stehen sie alle hier. Wir wollen mehr. Wir wollen sofort mehr von diesem köstlichen Eis. Also Bibi hat es fast gepackt. Hey, und guck doch mal da, das ist ja eine Frechheit. Hey, da ist keine Selbstbedienung. Ab mit dir. Ab. Da ist doch noch eins drin. Ja, aber das ist nicht für dich. Das ist für den Don. Was machen wir nicht hier? Einfach Selbstbedienung. Ne, Don? Frechheit. Frechheit. Nee, so geht es nicht, Fräulein. Das wäre noch schöner.
warten jetzt noch, bis Bibi fertig ist. Aha, das ist aufgefallen. Wie köstlich, ja? Machen wir hier noch die Schnur ab. Und dann bekommt der Don noch so ein Eis. Und dann war es das für heute. So, das ist eine Riesenbremse. Schrecklich. Dieses Jahr ist schrecklich. Jetzt nochmal abwärts zu Don. Und so kann man sein eigenes Pony natürlich total begeistern. Sie läuft mir jetzt hinterher, weil sie genau weiß, da ist doch noch was in der Tasche. Gell, nicht? Was ist denn da noch Feines drin? Aber das geben wir jetzt dem Don. So, ist mir wieder unten angelangt. Gehen wir hier unten durch. Da hat jetzt ja Don hier das Riesenstück mit direktem Anschluss oben an die Koppel. Das heißt, dass die sich auch noch schön sehen können. Und das funktioniert auch ganz gut. Ja, und er guckt jetzt der Nation daher. Na, gucken wir mal, ob wir hier ein schönes Plätzchen finden, wo wir Dons Eis aufhängen können. Und ob er es dann auch so mag wie die anderen. Oh, hier ist Don. Don, komm mal her. Guck mal hier. Guck mal. Leckeres Eis. Oh, leckeres Eis. Ha? Leckeres Eis. Das nicht erfrischend ist. Ui, wie lecker. Ui, wie lecker. Ist nix? Ich weiß nicht genau, was ich zu tun habe. Probier's mal. Ja, ist fein. Und das ist der dumme Ast da oben. Ne? Machen wir den mal weg. Ist gut, alles gut. Alles gut, ist alles gut. Hey, Dicker, alles gut. Habe ich schon erschreckt. War natürlich nicht meine Absicht. Aber bevor er sich da irgendwie am Ast verletzt. Und weg ist er wieder. Gut, Don ist also nicht so der Eisfan. Vielleicht lernt das ja noch. Vielleicht habe ich ihn jetzt auch wirklich mit dem Ast zu arg erschreckt. Ich weiß es nicht. Kriegt halt noch die Neisch. Oder der Piet. Das ist hier aufpassen, weil da geht es ziemlich steil runter. Und dadurch, dass das Gras hier so trocken ist, ist das unwahrscheinlich glatt. Da hat es mich schon ein paar Mal hingelegt. Ich glaube, so langsam zieht hier was auf. Erfrischungsvideo und auf einmal fängt es hier an zu regnen. Glaube ich aber trotzdem nicht. Weil in letzter Zeit hat es hier immer nur gedonnert und geblitzt. Und an Regen, ja, nicht erwähnenswert, was runterkam. Also wirklich nicht viel. Ja, und da wartet schon der Eisfan. Ja, da wartet er schon. Warte nicht. War fein, ja? Ja, das war ganz schön fein. Guck mal, da kannst du noch ein bisschen anstecken. Was will die Schnur so lang? Warte mal, ich weiß nicht, warum die immer so lang ist. Ist fein, ja? Oh, das war's schon wieder, das kleine Erfrischungsvideo. Da kommt jetzt sogar Don und denkt, wo ist mein Eis geblieben? Wer hat's geklaut? Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert und vielleicht alle Leute, die jetzt auch gerne ein Eis essen würden, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.